Und Greta Wagner ist bereits für uns in Dortmund. Guten Morgen, Greta. Ja, die Türken steigen nun ins Turnier ein. Neben Berlin ist der Ruhrpott ja eine der Hochburgen der Türken in Deutschland. Was ist denn dann bei dir so zu erwarten? Ja, hier ist einiges zu erwarten in Dortmund. Noch ist es ruhig, aber ich glaube, das liegt an der Uhrzeit, 7 Uhr morgens. Das ist auch für hartgesottene Fußballfans noch deutlich zu früh. Aber ich denke, so ab dem frühen Vormittag bis Mittag wird Dortmund hier rot gefärbt. Und das haben auch die türkischen Fans schon angekündigt, dass sie heute einiges vorhaben. Vor allem hat die Fan-Community aus der Türkei dazu aufgerufen, dass auch die traditionell verfeindeten Clubs Fenerbahce und Galatasaray heute eins sind und sich einigen, alle nur in ihren Landestrikots, also in dem türkischen Nationaltrikot, hier auflaufen und keine Fan-Trikots anziehen sollen und dass man jetzt zusammenhalten muss. Und das Ziel ist ganz klar, die sonst so gelbe Wand im Signal Iduna Park von Borussia Dortmund heute rot zu färben. Es soll eine rote Wand werden und man kann schon sagen, mit 2,9 Millionen Menschen hier in Deutschland mit türkischem Migrationshintergrund kann man schon ein bisschen sagen, dass auch dieses Spiel heute ein kleines Heimspiel für die Türken sein wird. Gegen Georgien sind sie, denke ich mal, klar an der Überzahl heute Abend. Und deshalb wird das richtig voll heute. Wir haben es schon am vergangenen Samstag hier in Dortmund erlebt. Ich selber wohne hier in Dortmund, da hat Albanien gespielt. Und die Albaner haben auch wirklich hier einiges geboten. Schon ab 10 Uhr morgens gab es Autokorso rund um den Wall hier in Dortmund. Und das Spiel war erst um 21 Uhr abends. Also sie haben wirklich richtig losgelegt. Und genau das Gleiche ist von der türkischen Community heute hier zu erwarten, dass auch sie hier in Dortmund richtig Gas geben werden. Es ist zwar unter der Woche, aber trotzdem werden einige da sein. Vor allem die türkische Community hier in Dortmund ist auch groß, aber es reisen natürlich auch viele hier an. Auch bei euch in Berlin ist die Community riesig und auch dort wird natürlich die Straßen rot gefärbt werden. Also ich denke, das wird heute eine große türkische Party in Deutschland. Das heißt für die Sicherheitsbehörden was? Überstunden? Ja, nicht ganz Überstunden vielleicht, aber es muss schon richtig hingeschaut werden. Aber die Dortmunder Polizei hat auch angekündigt, sie sind gut vorbereitet. Sie kennen die türkischen Fans und sind schon durch einige Spiele da gut drauf vorbereitet, dass sie mit einem großen Aufgebot auch an Polizeieinsatz heute vor Ort sein werden. Es gab auch im Vorfeld schon Fanbriefe, die verteilt wurden, dass man gesagt hat, ja, Autokorso, wissen wir, dass er das gerne macht, dass das gerne beim Fußball gesehen ist, aber haltet euch zurück und seid gewiss, wir gucken heute ganz genau hin. Also da muss man dann auch schon sagen, dass die Polizei da auch heute gründlich sein wird. Aber das gab es ja auch schon in den vergangenen Tagen der Europameisterschaft in Deutschland. Bis jetzt ist es ja größtenteils friedlich abgelaufen. Vor allem auch bei den Fans von Albanien hatte man ja ein bisschen Bedenken gehabt, ob das so friedlich ablaufen wird. Aber da war es auch einfach eine große Party und alle haben zusammen gefeiert. Und so erhofft sich das die Polizei auch heute bei dem heutigen Spiel. Es werden aber auch viele Scouts hier auf den Straßen sein, die auch Türkisch sprechen, damit man da einfach einen direkten Draht zu den Fans hat und damit es da schon im Vorfeld keine Zusammenstöße geben wird. Naja, das Ganze wird natürlich vom Ergebnis abhängen. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Greta, dann werden wir mal sehen, wann bei dir die ersten türkischen Fans an der Signal Iduna Arena aufschlagen werden. Danke, bis später.